Jürgen Hart von der CDU, der außenpolitische Sprecher, ist jetzt bei mir zu Gast im Studio. Herr Hart, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Ihr Parteikollege Roderich Kiesewetter, wir haben es soeben im Beitrag auch selber gehört, der sagte über diesen Deal, dieser Deal sei ein Kapitulationsprogramm und die USA habe die Seiten gewechselt von der Ukraine zur russischen Seite. Das ist sehr drastisch ausgedrückt. Würden Sie dem zustimmen? So weit würde ich nicht gehen. Es ist tatsächlich so, dass in der Ukraine-Frage Trump einen komplett anderen Kurs fährt als sein Vorgänger und auch vor allem einen anderen Kurs als wir Europäer, weil Trump ignoriert oder nicht erkennen will, dass es natürlich Putin letztlich nicht um die Ukraine geht, sondern es geht darum, die europäische NATO, die Europäische Union herauszufordern. Und da wäre Amerika genauso negativ von betroffen, wenn Putin Erfolg hätte, wie wir das sind. Und deswegen ist ein fauler Deal zulasten der Ukraine weder im amerikanischen noch im europäischen Interesse. Ich glaube, der US-Präsident lässt sich von der Vorstellung leiten, er muss sein Wahlversprechen einhalten. Er hat ja versprochen, innerhalb von 24 Stunden wird er Frieden für die Ukraine schaffen. Er will unbedingt dieses Wahlversprechen einhalten und sieht meines Erachtens nicht ausreichend die Konsequenzen, dass es auch für ihn und für Amerika hat, wenn es zu einem solchen faulen Deal käme. Herr Hart, die Ukraine ist angegriffen worden von Russland und der Deal, wie er jetzt aussieht, ist eher im Sinne Russlands, nicht in der Ukraine. Dass das so nicht sein soll, das ist ganz klar. Allerdings steht der Frieden ja doch im Vordergrund. Es sterben täglich unglaublich viele junge Menschen in der Ukraine. Also inwieweit muss die Ukraine dann vielleicht doch auf Forderung russischer Seite eingehen, um diesen Krieg dann beenden zu können? Wenn wir hier vor 3 Jahren gesessen hätten und ich hätte gesagt, die Ukraine wird länger als 3 Jahre diesem russischen Angriff widerstehen können, hätten Sie mich wahrscheinlich ungläubig angeguckt. Die allermeisten Experten sind niemals davon ausgegangen. Wir dürfen auch nicht auf die russische Propaganda hineinfallen, dass das am Ende sowieso zugunsten Russlands ausgeht. Das ist meines Erachtens eine Falle, in die Donald Trump mit seiner Argumentation hineingeht. Ich glaube, dass Russland den Frieden eigentlich viel dringender braucht, als uns das Putin weishaben will, weil seine Wirtschaft dann niederliegt und weil er vor allem seine militärischen Kapazitäten ja nicht in der Ukraine konzentrieren will, sondern er will sie im Zweifel gegen die NATO in Stellung bringen. Deswegen glaube ich, dass wir gut beraten sind, die Unterstützung für die Ukraine in vollem Umfang fortzusetzen oder sogar noch zu steigern, wenn Amerika sich zurückzieht, wenn die Ukraine entscheiden sollte, auf einen faulen Frieden nicht einzugehen. Und das wäre auch mein Ratschlag an Präsident Zelensky. Wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, muss man zwangsläufig ja auch über die Rolle Europas und vor allem Deutschlands sprechen. Stand jetzt in diesem Deal hat Amerika ganz gut verhandelt. Die Kosten für den Wiederaufbau, die trägt dann Europa und Deutschland. Über Nord Stream soll wieder Gas kommen. Die seltenen Erden bekommt Trump, trägt aber hier keine Kosten. Müsste man hier nicht im Sinne von Europa und vor allem Deutschland einen besseren Deal aushandeln können? Also zunächst einmal reden wir ja von einer Zeit nach einem Friedensschluss. Und ich sehe einen realistischen, einen ehrlichen, fairen Frieden nur dann, wenn Putin an den Punkt kommt, dass er damit rechnen muss, dass sich die Sache weiter hinzieht, dass er möglicherweise auch teilweise Niederlagen einstecken muss und dass er dann von sich aus sagt, wir müssen über Frieden verhandeln, dann wäre die Ukraine in einer ganz anderen Position. Und wenn es dann darum geht, die Ukraine enger an die Europäische Union zu binden, das Land wieder aufzubauen, so ist das in ureigenstem europäischen Interesse und dann wird man dafür Lösungen finden. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, müssen wir einfach sehen, dass es droht, dass Amerika seine massive Militärhilfe für die Ukraine einstellt. Amerika ist ja die Nummer 1, was den Geber der Hilfen angeht. Und dass wir als Europäer in diese Breche hineinspringen müssen, dass wir die Unterstützung in gleicher Weise, wie Amerika das bisher tat, aus meiner Sicht fortsetzen müssen, damit es eben nicht zu dieser Quasi-Kapitulation der Ukraine kommen muss. Und das ist in unserem ureigenen Interesse. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern werden nicht in einem Marionettenstaat Russlands leben wollen. Das Land wird nicht vorankommen, wenn Russland die Kontrolle über die Regierung bekommt. Das wäre für ganz Europa ein großer Schaden. Herr Hart, Sie haben ja gerade gesagt, wenn die USA ihre Unterstützung einstellen, dann muss Europa hier das dann einnehmen können. Heißt also, die Taurus-Lieferung, die wäre dann endgültig ein absolutes Muss und es gibt kein Zurück mehr? Der Taurus ist eine sehr komplexe Waffe. Davon gibt es auch nicht besonders viele. Friedrich Merz, der neue zukünftige Bundeskanzler, wovon ich ausgehe, hat erklärt, dass er grundsätzlich bereit ist, über eine solche Lieferung nachzudenken, aber dass es ein europäisches gemeinsames Konzept geben muss. Und das ist ja genau das, was im Augenblick ansteht. Ich glaube, der deutsche Bundeskanzler, wenn er tatsächlich Dienstag nach Tagen gewählt wird, das wird passieren, wird als allererstes dieses Thema europäische Geschlossenheit an der Seite der Ukraine
betreiben müssen, dafür sorgen müssen, dass London, Paris, andere Hauptstädte, natürlich auch Warschau und Deutschland gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dann wird gemeinsam die Entscheidung getroffen, wie wir auf einen möglichen Rückzug Amerikas aus der Unterstützung für die Ukraine reagieren. Ich bin im Übrigen nicht so sicher, ob man in Amerika diesen Kurs des Präsidenten uneingeschränkt folgt. Ich habe den Eindruck, dass im Senat, also im Parlament in Amerika, es mindestens ebenso große Irritationen über diesen Trump-Ukraine-Kurs gibt, wie bei uns hier in Europa. Erhard, ich möchte einmal zum Schluss mit Bitte um nicht allzu lange Antwort noch einmal kurz auf die deutsche Seite eingehen. Sie haben gesagt, 3 Jahre hat die Ukraine sich gewehrt. Das hätte man vorher nicht gedacht. Stand jetzt ist der Krieg aber trotzdem nicht zu gewinnen. Es wird also auf einen Deal hinauslaufen. Und wie kann Deutschland sich hier so positionieren, dass im Sinne Europas und Deutschland hier positiv verhandeln werden kann und wir nicht den kürzeren ziehen im Vergleich zu Donald Trump? Also zunächst einmal muss klar sein, dass der Präsident der Ukraine, der legitime Präsident der Ukraine und das ukrainische Volk das letzte Wort hat, ob man sich auf einen solchen Deal einlässt oder nicht. Und dass wir den Ukrainern signalisieren, wir unterstützen eure Position. Und dass wir zweitens sagen, die Sicherheit Europas hängt davon ab, dass Putin mit seinen Expansionsgelüsten in seine Schranken verwiesen wird. Und wir können froh sein, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer diese unangenehme Arbeit, Putin die Stirn zu bieten, übernehmen. Das hindert vielleicht uns davor, dass wir selbst eines Tages in eine ähnliche Situation kommen. Und wenn sie kommen sollte, dann müssten wir darauf auch militärisch vorbereitet sein. Vielen Dank, Herr Hart, für dieses Gespräch mit Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bitte schön.